Herzlich willkommen bei diesem Video zu dem Thema des Self-Onboardings bei Vertec. Sie haben online eine Konfiguration von Vertec geladen und haben diese auch gestartet und stehen jetzt vor der Einrichtung Ihrer eigenen Vertec-Instanz. Und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Bevor wir starten, möchte ich auch einmal auf unsere Knowledge Base verweisen, bei der wir unter Grundlagen Vertec in Betrieb nehmen unter dem Kapitel Schritt für Schritt Vertec einrichten viele von den Punkten wiederfinden, die ich heute zeigen werde. Dabei schauen wir uns eben auch an, wie Stammdaten hinterlegt werden, zum Beispiel Bearbeiterstufen, Tarifsystem, wie Bearbeiter erfasst werden, wie Adressen verwaltet werden, wie Sie Mehrwertsteuersätze hinterlegen und so weiter. Und das finden Sie allerdings auch alles hier, entsprechend mit weiterleitenden Links, um sich noch tiefer in diese Inhalte einlesen zu können. Springen wir also einmal zurück in Vertec. Als allererstes, wenn wir ein neues Vertec einrichten, wollen wir einmal unsere eigene Firma passend hinterlegen. Vor allen Dingen die Adresse, sodass im Grunde auch die Adresse passend auf den jeweiligen Berichten, also den Angeboten und den Rechnungen steht, sowie das Firmenlogo, welches dann auch hinterlegt ist und auf den Berichten steht. Dafür gehen wir einmal in die Einstellungen, in die Systemeinstellungen und sehen hier, dass unsere Firma bereits hinterlegt ist und klicken auf diesen Jump Link, um diese Firma zu öffnen. An dieser Stelle kann ich nun eine Adresse eingeben und bin hier auch schon fertig mit der Adresse selbst. Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Rechnungsadresse schon einmal korrekt ist. Als nächstes möchte ich ein Firmenlogo hochladen, welches ich einfach über Bildbeleg laden öffnen kann. Ich habe bereits etwas auf dem Desktop hinterlegt, welches Sie dann auch entsprechend hier hochladen können. Dies taucht nun auch auf den jeweiligen Berichten auf. Spannend für Sie ist vermutlich auch, sich die Systemeinstellungen einmal durchzuschauen, um zu gucken, welche Optionen denn hier in Vertec alle bestehen und was Sie denn so alles anklicken können. Hier geht es eben um Themen wie Minuten angezeigt werden, ob man Sperrdaten hinterlegen kann. Des Weiteren geht es natürlich auch über Buchhaltungsthemen, CRM-Themen oder eben auch Versiegelung von Dokumenten. Da finden Sie ganz viele Informationen zu beziehungsweise Einstellungen zu, die in Ihrer individuellen Wertekonfiguration eingerichtet werden können. Wenn Sie das eigene Unternehmen schon mal angelegt und hinterlegt haben, schauen wir uns als nächstes einmal das Tarifsystem an. Das Tarifsystem in Vertec hat sehr viele Stufen. Die Basis stellt schon mal grundsätzlich die Tariftabelle dar. Dabei haben wir unterschiedliche Tarifstufen der Projekte, also in diesem Fall normal, rabattiert, spezial. Wir können aber auch weitere anlegen, indem wir hier oben eine neue Tarifstufe anlegen. Zusätzlich ist das gleiche auch als Bearbeiterstufen, die Sie natürlich verändern oder auch hinzufügen können. Und das Ganze ergibt dann eine entsprechende Tariftabelle. Das heißt, jede Bearbeiterstufe ist einem Bearbeiter zugeordnet, jede Tarifstufe ist einem äh, Projekt zugeordnet. Und in dieser Matrix lassen sich eben entsprechende Stundensätze hinterlegen, die greifen, wenn ein Mitarbeiter aus einer bestimmten Bearbeiterstufe auf ein Projekt mit einer bestimmten Tarifstufe Zeiten bucht. Zusätzlich können Sie hier oben, wenn Sie wollen, bei Tätigkeiten noch individuelle Tätigkeiten hinzufügen und diese separat ähm, mit separaten Tarifen versehen. Zusätzlich können Sie das Gleiche auch mit anderen Währungen machen, beziehungsweise andere Währungen anzeigen lassen, wenn Sie welche gepflegt haben. Wenn Sie die Tariftabelle gepflegt haben, können Sie dennoch individuelle Tarife auf den jeweils einzelnen Projekten überschreiben, ähm, oder eben auch auf individuellen Mitarbeitern Tarife hinterlegen. Da ist Vertex sehr flexibel und auch hier würde ich Ihnen empfehlen, in der Knowledge Base einmal nach den unterschiedlichen Tarifstufen von Vertex zu schauen. Als nächstes legen wir mal einen neuen Bearbeiter an.
weil wenn wir zumindest nicht alleine mit Vertex arbeiten, dann kann man die eigenen Bearbeiter über die Stammdaten managen. Und wir sehen schon, dass wir zum einen den Christoph Keller und die Judith Feller angelegt haben über die Demodaten. Wir öffnen jetzt einmal einen von beiden und sehen hier, dass verschiedenste Stammdaten befüllt sind. Zumindest mal der Name, Kürzel und der Login-Name. Wichtig für die Tarifstufe ist natürlich die Stufe des Bearbeiters selbst und für Personalthemen natürlich auch die Teamleitung, und verschiedenste Personalinformationen natürlich auch, wie zum Beispiel der Normkostensatz. Wir schreiben jetzt hier einmal 60 € rein. Oder auch hier der Ansatz extern, welcher die das Tarifsystem auch überschreiben kann. Zusätzlich können jeder Benutzer auch unterschiedlichen Benutzergruppen zugeordnet werden, um so auch individuelle Berechtigungen für die Benutzer geben zu können. Hier können Sie natürlich dann alle Ihre Benutzer, die Vertex nutzen wollen, entsprechend anlegen und individuell konfigurieren. Als nächstes wollen Sie in Vertex die Mehrwertsteuersätze hinterlegen. Dies finden Sie unter Einstellungen, Projekte unter den Mehrwertsteuertypen. Hier können Sie unterschiedliche Mehrwertsteuertypen hinterlegen. In diesem Fall aus den Demodaten, die ich mit importiert habe aus dem Konfigurator, haben wir schon mal die deutschen Mehrwertsteuersätze für normal und ermäßigt und natürlich auch den 0% Mehrwertsteuersatz für Export. Wenn Sie hier weitere benötigen, können Sie auch hier über das Kontextmenü neuen Mehrwertsteuertypen etwas anlegen und sich dabei zum Beispiel an diesem normalen Mehrwertsteuersatz orientieren. Auch eine Historie einer Veränderung von Mehrwertsteuersätzen lässt sich hier darstellen. Als Nächstes brauchen wir, um neue Projekte zu starten in Vertex, natürlich Adressen. Dafür können wir einmal in das CRM schauen und einmal gucken, welche Adressen wir denn hier alle haben. Auch diese entstehen aus den Demodaten, die ich aus dem Konfigurator habe. Ähm, und wir können natürlich jetzt auch eine Adresse draufgehen, hier die Informationen entsprechend einzeln befüllen und neue Adressen auch entsprechend anlegen, genau wie wir das von den anderen Feldern auch schon kennen. Wir können aber Adressen natürlich auch in Vertex migrieren. Dafür habe ich einmal die Knowledge Base wieder geöffnet und habe hier eine Seite Adressimport via Excel. Hier ist einmal genau beschrieben, wie Sie mit unserer hochgeladenen Excel-Datei Ihre bestehenden Adressen in Vertex importieren können, um so natürlich direkt einen Adressstamm in Vertex zu haben. Ganz spannend bei Vertex auch, wenn Sie jetzt in dieser Adressübersicht oder in jeder anderen Liste, die Sie dann auch haben, andere Informationen stehen haben wollen, können Sie das auch jederzeit tun. Sie können hier oben über die Listeneinstellungen unterschiedliche Informationen entweder löschen oder verändern. Wenn ich zum Beispiel statt der Mobilnummer die E-Mail hier stehen haben möchte, kann ich den entsprechenden OCL-Begriff eingeben und bekomme so die E-Mail-Adresse hier. Und so gesehen ist jede Liste in Vertex entsprechend individualisierbar. Auch hierfür möchte ich einmal zurück in die Knowledge Base springen. Sie können sich hier am Model Browser auch orientieren, welche Begriffe Sie entsprechend eingeben müssen, um diese Information angeben zu lassen. Wenn ich hier zum Beispiel auf die Adresse springe, ähm, bekomme ich hier, wenn ich den Adresseintrag gehe, dann bekommen Sie hier die unterschiedlichen OCL-Begrifflichkeiten, nach denen ich suchen kann. Zurück zu Vertex. Im Grunde haben Sie jetzt schon die eigene Firma eingerichtet, das Tarifsystem hinterlegt, verschiedene Bearbeiter angelegt und die Mehrwertsteuersätze hinterlegt.
und natürlich auch einige Adressen importiert. Grundsätzlich können Sie jetzt schon mal starten, neue Projekte anzulegen und auch darauf Zeiten zu buchen. Es geht unter Leistungserfassung. Ich verweise auch gerne dabei auf mein Video, wo ich einmal eine kurze Vertec-Demo gebe, bei der Sie sich orientieren können, wie Sie grundsätzlich durch das System navigieren und wie Sie eben auch Leistungen erfassen und so weiter. Als Letztes möchte ich aber noch einmal zeigen, wie Sie denn neue Zusatzfunktionen importieren können. In diesem Fall zum Beispiel haben Sie gemerkt, Sie haben das Eventmanagement nicht bei der Konfiguration mit angeklickt, möchten es aber jetzt trotzdem im System haben. Oder es gibt eine neue Zusatzfunktion, die Sie im System haben wollen zukünftig. Dann können Sie auch wieder auf unsere Knowledge Base gehen. Unter den Zusatzfunktionen finden Sie eine Übersicht zu allen Zusatzfunktionen, die wir anbieten. Und hier können Sie einfach nach der entsprechenden Zusatzfunktion suchen, ins Eventmanagement gehen. Auf dieser Seite wird dann beschrieben, wie die Zusatzfunktion funktioniert und wie diese eingerichtet wird. Und ganz unten auf der Seite finden wir entsprechend das XML, welches wir importieren können. Und wenn ich nun in Vertex zurückgehe, kann ich unter dem Zahnrad, unter den Einstellungen hier oben rechts, die Config-Sets öffnen. Config-Sets sind die unterschiedlichen Zusatzfunktionen, die ich in Vertex geladen habe. Wie ich sehe, haben wir hier schon einige. Um jetzt eine neue Zusatzfunktion in Vertex zu importieren, klicke ich einfach auf Importieren, schaue auf meinem Desktop, hier habe ich die Datei, die ich hier gerade heruntergeladen habe und kann diese nun einfach importieren. Ich bekomme eine Nachricht, dass die Zusatzfunktion, dass das Config-Set erfolgreich importiert wurde und schon habe ich das Eventmanagement in Vertex mit importiert. Somit sind wir auch schon am Ende zu dem, wie Sie Vertex grundsätzlich in Betrieb nehmen können. Als nächstes können Sie unterschiedliche Projekte anlegen, Leistungen erfassen ähm, und können auch all die Informationen, die ich gerade gezeigt und erklärt habe, auch bei uns in der Knowledge Base wiederfinden. Wenn Sie interessiert, wie Sie denn Leistungen erfassen, wie Sie Spesen erfassen, kann ich Ihnen auch wärmstens diese Artikel entsprechend empfehlen. Danke Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Vertex-Instanz.